Kann auch chaotischer werden, man muss auch nicht nur eine Stimme könnte, aber das wäre, dann hätte man viele Stimmen. Weiter aufwählen oder abwählen. Das ist so mein trippiger Gedanke dazu. Aber ich glaube, ich möchte nicht diesen Erklärungsversuch oder diesen pädagogischen Moment, so, das ist jetzt hier die Ausstellung, jetzt könnt ihr kennenlernen, was Schizophrenie ist. Da merke ich so voll, das ist nicht so meins. Also wenn das nicht direkt versuchen möchte, richtig gerne auf jeden Fall dabei. Okay, das war sehr überzeugend. Wo muss ich unterschreiben? Man sagt auch, dass das Stigma, was mit psychischen Erkrankungen einhergeht, wie so eine zweite Krankheit ist. Weil es dazu führt, dass Menschen isoliert werden, dass Leute nichts mit ihnen zu tun haben wollen, dass sie keinen Job finden, dass sie keine Wohnung finden, dass in Medien, in Zeitungen, in Filmen Menschen immer sehr einseitig dargestellt werden, die diese Erkrankung haben. Gefährlich, gewaltbereit, aggressiv, unberechenbar. Diese Wahrnehmung in der Gesellschaft führt dazu, dass die Leute Abstand halten oder den Leuten nicht näher kommen, die diese Erkrankung haben. Oder wenn sie erfahren, dass sie die Erkrankung haben, sich dann zurückziehen und keine Lust mehr haben, was mit den Leuten zu tun zu haben.
Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tut mir so leid. Ich liebe dich einfach. Tut mir leid. Ihr müsst ihn umbringen! Ihr müsst ihn umbringen! Ich hasse dich! Kannst du noch ein bisschen böser sein? Ich hasse dich! Das war sehr gut, ja. Das war sehr gut. Hoffentlich kommt. Ich habe gedacht, die Nachbarn. Das fand ich richtig gut. Konstantin kam das dem nach. Ich fand, ja, es kommt ihm sehr nah. Die Stimme fängt jetzt auch gleich wieder an zu weinen. Entschuldigung, ich spüre das dann immer so ein bisschen. Also mich berührt das jetzt emotional sehr wenig, Ja. aber für die Stimme ist es, glaube ich, jetzt. Weil wir sie nachmachen. Ja, und weil sie auch, sage ich mal, exposed wird. So. Aber ihr kompletter Auftrag ist eigentlich, mein Leben zu zerstören und auch so weit, dass sie sagt, ihr Auftrag ist quasi, mich in den Selbstmord zu treiben. So. Aber wenn du willst, machen wir eine Pause. Ne? Nein, ist alles in Ordnung. Mich interessiert das auch mal, wie sie darauf reagiert. Okay. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass das ja für sie so ein Auftrag ist, die Situation, in der sie jetzt ist, also mein Leben kaputt zu machen, gibt es auch Momente, wo sie dann sozusagen zu ihren Auftraggebern spricht. Bitte holt mich hier raus. Bitte holt mich hier raus. Sie hat immer gesagt, so 3 bis 6 Monate hätte sie mir gegeben und dann wäre das vorbei gewesen. So. Und dann war es ja jetzt 3 Jahre schon die Situation. Ne? Wenn ich im Nachhinein an die Zeit denke, dann also es war ein kompletter Horrorfilm. Dauerhaft so. Und dann geht das immer weiter und wird immer flacher und jetzt mittlerweile eigentlich nur noch so Generve. Ne? Es ist einfach nur nervig. So. Man wird den ganzen Tag voll gebrabbelt und hat gar keine Lust. Ich hatte nie Lust darauf, aber man wird einfach nur genervt. Es ist nur noch Nerverei. So. Zumindest für mich, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie das für die Stimme ist, aber es ist für mich einfach nur noch ein bisschen eine zusätzliche Anstrengung, die im Alltag existiert. Gut. Raucherpause. Raucherpause. Und wie fühlst du dich jetzt so ausgezogen? Matthias, guck mal, ich habe noch so 2 Stühle. Meine Augen. Ich habe sogar noch Ja, ich würde die einfach so in der Tüte. Entschuldigung. Zack. Und hier sind auch einige. Ich glaube, ich habe hier nochmal. Also ich habe noch überlegt, also dass nur die Stimmen zu einseitig wäre, weil es gibt ja auch Leute, Schizophrene, die gar keine Stimmen hören. Wo wir immer wieder überlegt haben, ist also auch vor allen Dingen als Betroffene, ist das nah genug an der Realität oder geht das zu weit ins Künstlerische? Und irgendwann haben wir für uns selber oder mussten wir für uns selber auch so den Weg finden, dass das, was am Ende präsentiert ist, auch Kunst ist und manche Sachen kann man nicht ganz genau nachstellen und manche Sachen kann man nicht ganz genau an die Leute ranbringen, so wie es in echt ist. Und wir haben uns aber auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, dass so gewisse Teile der Erkrankung oder der Erfahrung, dass die auch nachvollziehbar sind.
Es soll noch bunt werden, denke ich mal. Und das sind die Wurzeln. Und da wo die Leiter ist, was kommt da? Ich denke, da kommen Blüten hin. Ich habe auch überlegt, es wäre voll toll, wenn der ganze Raum irgendwie... Ja, mit der Lotusraum. Ja, genau. Widmung an die Lotus. Das ist richtig gut. Was das genau für eine Bedeutung hat oder für einen Hintergrund, das kann ich nicht ganz genau irgendwie erklären. Ich merke bloß, dass es sehr viel mit mir macht, wenn ich es mache. Ich bin in 3. Generation schizophren. Also es ist jetzt nicht, das präsentiere ich jetzt hier nicht gerade stolz, aber es ist halt so. Und man weiß halt auch, bevor es schon bei mir so war, wie die Leute darauf reagieren, dass die Leute Angst haben, damit umzugehen, dass die Leute sowas nicht gerne an sich ranlassen. Oftmals, wenn man von psychischen Erkrankungen liest, ist es halt immer, wenn, sage ich mal, schlimme Dinge passiert sind und dann steht groß in der Zeitung Psycho, bla bla bla. Aber es ist halt schade, dass es eigentlich gar keinen wirklichen öffentlichen Dialog darüber gibt. Dass man irgendwie sich ehrlicher versucht, damit auseinanderzusetzen. So mittig vor dich. Genau, und hältst es aber ein bisschen tiefer fest. Das Verstehen der Erkrankung oder die Hintergründe ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Und es ist halt eben nicht erklärt wie bei einem Beinbruch, das ist jetzt so und in 2 Wochen ist das wieder in Ordnung. Sondern kann ganz unterschiedliche Indikatoren haben, ob das Stress ist, ob das Traumata ist, ob das Schlaflosigkeit ist. Da kann ganz viel zusammenspielen. Und deswegen glaube ich auch eher, dass es ein längerer Dialog ist, als dieses einfache, das ist so und so und so. Wenn ich an Stimme, wenn ich Stimme höre, habe ich immer ein Gesicht.
Und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, der es so geht. Weiß ich auch nicht, wie ist das für dich? Bin gespannt, was übrig bleibt, wenn das Gesicht nicht mehr da ist. Ja, aber ob das überhaupt jemals geht. Doch, ob du dich vom Gesicht trennen kannst. Ja. Ich habe ja kein Gesicht. Ich habe ja die Stimme und habe kein Gesicht. Ja, genau. Und du hast nicht die Stimme, aber hast ein Gesicht. Also wird es wohl einen Weg dorthin geben, glaube ich. Und wenn du es immer weiter runterbrichst, kommst du bei der Materie an, die meine Stimme ist. Ja, genau. Aber wie? Wie kommen wir dahin? Das ist der Weg. Machst du das jetzt sehr laut? 10 Meter Entfernung. Wie ich auf 10 Meter Entfernung bin. Okay, probier mal. Stopp. Jetzt. Du fantasierst das nur. Du fantasierst das nur. Und jetzt bin ich die sehr leise, zärtliche Stimme. Jetzt. Sie ist so liebevoll. Sie ist so liebevoll, liebevoll, liebevoll. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Vielleicht ein bisschen Hass noch mit rein. Du wirst sterben. Herr Schmidt, schämen Sie sich. Schäm dich. Herr Schmidt. Schämen Sie sich. Herr Schmidt, schämen Sie sich. Ja, so vollständig. Und man hat es aber wirklich geglaubt, ja, also man war da voll drin. Und wie hättest du Gott verklagt? Hätte so Ja, mit, ich mit weiß einem auch Zettel nicht. oder? Keine Ahnung, indem ich ihn einfach in meinen Kopf verklagt habe und gesagt habe, ich verklage dich. Ja, genau, sozusagen, weil er meine Seele hat oder so. Und die anderen stehen auf meiner Seite und wollen mir helfen. Ja. Und Deine Zeugen. genau, sind meine Zeugen und auch unterstützen mich dabei. Ja. Und ja, Maria. Also Maria war cool und Gott war böse. Okay. Darf ich eine kurze Frage stellen? Willst du, dass dein Nachname dort genannt wird? Ich habe ja Herr Schmidt genannt. Ja. Wir haben ihn ja geändert. Wir haben ihn geändert. Ja. Aber ich muss sagen, was so ein bisschen, also was ihr euch ja gar nicht vorstellen könnt in der Situation, die hört ja alle meine Gedanken, ne? Alles, was ich denke. Alles, was ich denke, weiß diese Person sofort. Alles, was ich denke. Ich meine, und das weißt du, weil sie auf deine Gedanken reagiert. Richtig. Und das heißt, man hat eigentlich gar keine, Das ist der Spion im Kopf. man hat gar keine privaten Gedanken mehr, weil das alles offengelegt wird. Also natürlich, ich merke es jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt, was ich ja irgendwie schon erlebt habe, dass ich jetzt schon eher, also es ist glücklicherweise nicht so, dass ich in einer Werkstatt arbeiten muss, aber ich werde schon runtergeschraubt. Und das nervt mich halt, weil ich eigentlich noch jung bin und ich will was aus meinem Leben machen. Und dann sagt das Amt halt, ja nee, ist nicht. Ja. Das ist halt so, dass generell, also ich denke, im Außen denken viele, dass psychisch Kranke eher weniger Leistung erbringen können. Ja. Man ist ja, wie man selber ist, so, und denkt, man ist okay, und also selbst wenn man diese Krankheit hat oder so und es geht einem gut, also man ist nicht in einer Psychose oder gerade, ich sag mal so, aktiv schizophren, dann merkt man davon ja relativ gar nicht, dann ist man ein ganz normaler Mensch. So. Wenn du jetzt was Kleines machen willst oder schreiben. Bei mir ist das so ein bisschen konfus geworden. Also man muss da so
Woran halte ich fest und was will ich loslassen? Das Leben sich ständig weiterzuentwickeln und nicht zurückzublicken. Loslassen möchte ich Sorgen, die Ungewissheit, in welche Richtung mein Leben führen wird. Ich möchte stark sein, trotz meiner Krankheit. Mein Leben nicht nach meiner Krankheit richten, sondern sie zu integrieren und sie anzupassen. Und ich halte daran fest, mich irgendwo im Leben zu finden. Ja. Ich meine, ich bin immer noch ich. Die Krankheit ist nur im Hintergrund. Ich stehe im Vordergrund. Ja. Im Moment der Berührung, der muss schon noch so ein bisschen magischer sein. So, dass Ne, ich glaube, hier sollte eigentlich still sein, wenn wir still sind. Und wenn wir näher sind. Ich tue mir nämlich auch schwer, die Sätze zu verstehen. Ja, ich würde es cool finden, wenn die Leute es verstehen würden, was kommt. Ja. Bleibt grüner 400 und vielleicht weniger Hall. Stirb! Ich glaube, dann stirbt. Ja, ich finde das sehr gut so. Stirb! Ich beobachte dich. Du fantasierst das nur. Du fantasierst das nur. Du wirst sterben. Du musst ihn loslassen. Hast du Drogen genommen? Ich beobachte dich. Holocaust. Ich liebe dich. Du fantasierst das nur. Du musst ihn loslassen. Er liebt dich. Du musst ihn loslassen. Er liebt dich. Du musst ihn loslassen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Reingelegt. Also der Titel von meiner Arbeit ist 435 Tage. Das sind alle Tage, die ich ein bisschen aufgerundet oder abgerundet im Krankenhaus verbracht hatte. Man muss auch den richtigen Ort finden, wo man irgendwie heilen und genesen kann. Man muss auch die Leute um sich herum haben, wo man heilen und genesen kann. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo es mir halt eben nicht so gut ging. Währenddessen dachte ich so an den Schlamm, was der für mich bedeutet. Und da dachte ich so an Versagen oder Fehltritte oder Leiden, Ängste. Und da habe ich die aufgeschrieben und das dann zum Schlamm werden lassen. Das ist dann vermischt. Das wurde zum Schlamm und der Schlamm dann nährt dann eben die Wurzel, dass sie schön dick wird und dass die Blume dann schön zur schönen Blüte wächst.
Schlamm soll viel Negativität beinhalten und ich denke mir, dass es viel mit Schizophrenie zu tun hat, weil meine Erkrankung, die hat auch mit viel Leid zu tun. Ja. Und ich sollen wir kurz Pause machen? Also ist okay. Okay. Und ich erhoffe mir, dass ich halt auch mich viel weiterentwickeln kann dadurch. Und also da liegt halt viel Empowerment hinter. Ja, also ich hoffe halt, dass also es muss nicht heißen, dass man dann nach Hause geht und sagt, mein komplettes Weltbild darüber hat sich verändert oder ich denke jetzt plötzlich ganz anders, aber vielleicht denkt man ein paar Sekunden über manche Dinge anders nach und hat ein paar andere Eindrücke und kann Eindrücke mitnehmen, die man vielleicht normalerweise nicht hat. Und was dann jeder davon mit sich nach Hause nimmt, finde ich, soll es auch gar keine Vorgaben geben, sondern das sollten die Leute für sich selber entscheiden. Wir haben alle einen Körper, wir haben alle Fantasien, wir haben alle Stimmen, die in uns wirksam sind. Wir tagträumen ohne Ende. Und wer leitet uns eigentlich? Ist es wirklich unser Verstand oder ist es irgendwas anderes, was wir gar nicht blicken? Und ich glaube, wenn es uns in der Ausstellung gelingt, das sichtbar zu machen, dass das halt super individuell ist und dass dahinter einfach sozusagen ganz viel Mensch ist und dass eigentlich diese Erkrankung nur ein kleiner Teil ist.
ist einfach alles ein Prozess. Ich hoffe, dass die Vorurteile werden vielleicht nie aufhören. Aber Schritt für Schritt und Zeit für Zeit wird es vielleicht weniger werden. Ich hab dich besetzt. Hast du Voll lustig Drogen hier, das genommen? besetzt. Hast du Voll Drogen lustig genommen? hier, oder nicht? Hast du Drogen genommen? Stirb doch endlich! Du fantasierst das nur. Ich beobachte dich. Du fantasierst Ich das nur. beobachte dich. Du fantasierst das nur. Tut mir leid. Ich liebe dich. Na, ich würde es cool finden, wenn es nicht so angstbehaftet ist. Also, dass die Leute Angst davor haben oder ängstlich um die Leute sind, die es haben. Ich würde mir halt wünschen, dass die Menschen psychische Erkrankungen nicht als Schwäche sehen, sondern eher als Stärke. Weil ich denke, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen auf jeden Fall viel mehr zu erzählen haben. Und die haben auf jeden Fall das interessantere Leben. Also da bin ich mir ziemlich sicher.